Im 20. Jahrhundert revolutionierten wissenschaftliche Entdeckungen unser Verständnis von der Natur des Universums und von uns selbst. Wir verstehen jetzt, dass wir im Wesentlichen Schwingung und Energie sind. Diese Sichtweise bietet uns die Möglichkeit, unser Leben zu transformieren, indem wir unsere Schwingungsfrequenz erhöhen. Lassen Sie uns erkunden, wie unsere Emotionen, Gedanken und täglichen Praktiken unsere Schwingung beeinflussen können und wie dies sowohl unser individuelles Leben als auch die Welt um uns herum positiv beeinflussen kann. Die Quantenphysik. Es ist faszinierend, wie die wissenschaftlichen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts unsere Gewissheiten erschüttert und unsere Sicht auf das, was die Welt um uns herum ausmacht, verändert haben. Früher glaubten wir, dass alles aus fester Materie besteht, jedes Objekt und jeder Mensch ein Konglomerat aus festen, unveränderlichen Atomen. Aber dann kam die Quantenphysik ins Spiel und enthüllte, dass in Wirklichkeit alles Energie und Schwingung ist. Ja, selbst der Stuhl, auf dem ich sitze, und der Kaffee, den ich gerade trinke, sind im Wesentlichen Formen von Energie in ständiger Bewegung. Das lässt mich darüber nachdenken, wie oft ich in den Himmel geschaut habe, zu den Sternen, ohne wirklich zu verstehen, dass jeder dieser leuchtenden Punkte aus derselben vibrierenden Energie besteht wie ich. Wenn wir von Atomen und subatomaren Teilchen sprechen, wird es noch faszinierender. Stellen Sie sich vor, diese winzigen Einheiten, aus denen alles, was wir kennen, besteht, sind im Wesentlichen Energiepakete. Sie befinden sich in einem Zustand ständiger Bewegung, ständig vibrierend. Das stellt nicht nur die alte Vorstellung in Frage, dass wir aus fester Materie bestehen, sondern zerstört sie. Wir sehen uns selbst als Wesen in ständiger Transformation, ein Wirbel aus Energie und Schwingung. Und diese moderne Interpretation der Physik ist nicht auf theoretisches Verständnis beschränkt. Sie hat tiefgreifende praktische Implikationen dafür, wie wir das Leben, die Gesundheit und sogar unsere Beziehungen wahrnehmen. So abstrakt die Vorstellung, dass wir aus Energie bestehen, für einige auch sein mag, lässt sich nicht leugnen, dass diese neue Perspektive eine Welt voller Möglichkeiten eröffnet. Wenn wir verstehen, dass wir Energie in Bewegung sind, beginnen wir uns zu fragen, wie diese Energie mit unserer Umgebung interagiert. Könnten unsere Emotionen, Gedanken und Absichten auch Formen von Energie sein, die vibrieren und unsere Realität beeinflussen? Plötzlich wird alles vernetzter und dynamischer. Es ist, als ob die Grenze zwischen der physischen und der spirituellen Welt viel durchlässiger wird und uns einlädt, neue Horizonte der Selbsterkenntnis und des Verständnisses des Universums zu erkunden. Nun, sprechen wir ein wenig über den Einfluss von Emotionen und Gedanken auf unsere Energie. Ich war schon immer von den Experimenten des Dr. Masaru Emoto mit Wasser fasziniert. Er führte Forschungen durch, die zeigten, wie unsere Emotionen und Gedanken tatsächlich die molekulare Struktur des Wassers verändern können. Haben Sie jemals diese Bilder von gefrorenen Wasserkristallen gesehen, die verschiedenen Worten, Musik und Absichten ausgesetzt waren? Es ist beeindruckend, wie positive Worte und Emotionen wie Liebe und Dankbarkeit wunderschöne und harmonische Muster erzeugen, während negative Worte wie Hass chaotische und ungeordnete Strukturen hervorbringen. Diese Experimente legen nahe, dass unsere innere Energie, bestehend aus unseren Gedanken und Emotionen, einen greifbaren physischen Einfluss hat. Wenn wir Wasser auf diese Weise beeinflussen können, stellen Sie sich vor, was wir mit unserem eigenen Körper machen können, der zu etwa 60% aus Wasser besteht. Das bringt mich dazu, über die Bedeutung einer positiven Einstellung und der Pflege gesunder Emotionen nachzudenken. Es geht nicht nur um das geistige Wohlbefinden, es geht auch darum, unsere körperliche Gesundheit zu pflegen. Positive Emotionen können unser Immunsystem stärken, Stress reduzieren und uns sogar helfen, länger und besser zu leben. Die Verbindung zwischen unseren Emotionen und unserer Gesundheit ist unbestreitbar. Wenn wir glücklich und gelassen sind, spüren wir das im Körper. Mehr Energie, weniger Schmerzen, ein stärkeres Immunsystem. Negative Emotionen wie Wut, Traurigkeit und Stress können uns hingegen buchstäblich krank machen. Dies unterstreicht die Idee, dass physische und mentale Gesundheit untrennbar mit unserem emotionalen Zustand verbunden sind. Indem wir uns um unsere Emotionen und Gedanken kümmern, pflegen wir in Wirklichkeit unser gesamtes Sein. Das bringt mich zu der Frage, wie kann ich mehr Liebe, Dankbarkeit und Positivität in meinem Alltag kultivieren? Und wenn wir über Verbindungen sprechen, dürfen wir unsere energetische Verbindung zum Universum nicht ignorieren.
Die Vorstellung, dass wir aus derselben Energie bestehen, die das Universum durchdringt, ist sowohl poetisch als auch wissenschaftlich. Dies verstärkt unser Gefühl der Verbundenheit mit allem und jedem um uns herum. Wenn ich darüber nachdenke, empfinde ich ein Gefühl der Zugehörigkeit und Einheit. Wir sind keine isolierten und unabhängigen Wesen. Wir sind Teil eines größeren Ganzen, verbunden durch dieses Netz aus vibrierender Energie, das das Universum ausmacht. In gewisser Weise sind wir individuelle Manifestationen dieser universellen Energie. Diese universelle Schwingung verbindet uns mit allem und jedem um uns herum. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Stern und jeder Planet ist ein Ausdruck dieser vibrierenden Energie. Wenn wir darüber nachdenken, erkennen wir, dass unsere Handlungen und Absichten eine viel größere Reichweite haben, als wir uns vorstellen können. Jeder Gedanke, jede Emotion und jede Handlung, die wir aussenden, hallt durch den Kosmos wider und beeinflusst und wird beeinflusst von diesem universellen Energienetz. Es ist fast so, als würden wir alle zum Klang derselben kosmischen Musik tanzen, jeder mit seiner eigenen Melodie. Wie können wir dieses Verständnis nutzen, um unser Leben und die Welt um uns herum zu verbessern? Vielleicht liegt die Antwort darin, sich dieser Verbundenheit bewusster zu werden und entsprechend zu handeln. Indem wir unsere individuelle Schwingungsfrequenz erhöhen, tragen wir zur Erhöhung der Schwingungsfrequenz des gesamten Universums bei. Das macht uns nicht nur für unser eigenes Wohlbefinden verantwortlich, sondern auch zu Mitgestaltern einer harmonischeren und ausgewogeneren Realität. Es ist eine Einladung, bewusster und im Einklang mit der universellen Energie zu leben. Wenn es darum geht, diese hohe Schwingungsfrequenz aufrechtzuerhalten, darf ich Meditation und Achtsamkeit nicht unerwähnt lassen. Diese Praktiken sind für mich essentiell geworden. Meditieren ist wie ein Reset für mein System. Es richtet meine Energie aus und verbindet mich mit meinem tiefsten Wesen. Wenn ich Achtsamkeit praktiziere, bin ich im Moment präsent und genieße jede Erfahrung ohne die Filter der Vergangenheit oder die Ängste vor der Zukunft. Diese Techniken helfen dabei, eine hohe Schwingungsfrequenz zu erreichen und aufrechtzuerhalten, was wiederum meine Gesundheit, meine Stimmung und meine Lebensperspektive verbessert. Neben der Meditation macht auch die Annahme eines bewussten Lebensstils einen großen Unterschied. Sich mit der Natur zu verbinden, ist beispielsweise eine kraftvolle Möglichkeit, die Energien wieder aufzuladen. Wann immer ich im Park spazieren gehe oder einfach still das Meer beobachte, fühle ich eine innere Erneuerung. Auch bewusste Ernährung ist entscheidend. Die Wahl frischer, natürlicher und nährstoffreicher Lebensmittel ist eine Art, unseren Körper als den energetischen Tempel zu ehren, der er ist. Und natürlich ist es auch wichtig, sich gelegentlich von der Technologie zu lösen. Ich liebe es, mein Handy auszuschalten und mich Aktivitäten zu widmen, die mir Freude und Frieden bringen, wie das Lesen eines guten Buches oder das Ausüben eines Hobbys. Eine weitere Praxis, die für mich transformativ war, ist das Führen eines Tagebuchs und das Pflegen der Dankbarkeit. Über meine Gedanken und Emotionen zu schreiben, hilft mir, das, was ich fühle, zu verarbeiten und negative Energie loszulassen. Und die Praxis der Dankbarkeit, die ist magisch. Jeden Tag, bevor ich schlafen gehe, mache ich eine mentale Liste oder schreibe 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Es kann etwas Einfaches sein, wie ein Lächeln, das ich erhalten habe, oder eine köstliche Mahlzeit. Diese Gewohnheit hat die Kraft, meinen Fokus auf das Positive zu lenken, meine Schwingung zu erhöhen und mir zu helfen, mehr Gutes in mein Leben zu ziehen. Letztlich dürfen wir nicht den kollektiven Einfluss der individuellen Schwingungserhöhung vergessen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie sich Ihr Tag verbessert, wenn Sie in der Nähe einer Person sind, die Positivität ausstrahlt? Das ist der Effekt der Ansteckung in Aktion. Wenn wir unsere eigene Schwingungsfrequenz erhöhen, beeinflussen wir die Menschen um uns herum positiv. Diese kollektive Erhöhung schafft eine harmonischere und gesündere Umgebung, die nicht nur uns selbst, sondern auch der Gesellschaft als Ganzes zugutekommt. Es ist, als würde man einen Stein in einen See werfen, die Wellen breiten sich aus und berühren alles um sie herum. Die sozialen Vorteile dieser Schwingungserhöhung sind immens. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der mehr Menschen mit ihren höchsten Energien im Einklang sind, Liebe, Mitgefühl und Dankbarkeit kultivieren. Es wäre eine Welt mit weniger Konflikten und mehr Zusammenarbeit, weniger Krankheiten und mehr Gesundheit, weniger Verzweiflung und mehr Freude. Indem wir unsere individuellen Schwingungen erhöhen, tragen wir zur Schaffung einer besseren und erfüllenderen Welt bei.
Es ist eine Verantwortung und gleichzeitig ein Privileg. Wenn Sie sich das nächste Mal entmutigt oder disconnected fühlen, denken Sie daran, dass Sie die Macht haben, Ihre Schwingung zu ändern. Und indem Sie dies tun, transformieren Sie nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern tragen auch zu einem positiven Einfluss auf die Welt um Sie herum bei. Es ist ein tugendhafter Kreislauf aus Energie und Schwingung, der bei jedem von uns beginnt, aber das gesamte Universum durchdringt. Und das ist für mich einfach wunderbar. Wenn ich über diese persönliche und kollektive Transformation nachdenke, kann ich nicht umhin, über die Macht kleiner täglicher Handlungen nachzudenken. Jede Geste, so klein sie auch sein mag, hat eine energetische Ladung, die in unserem Schwingungsfeld und folglich im Universum widerhallt. Ein einfaches, aufrichtiges Lächeln, eine herzliche Umarmung, ein ermutigendes Wort mögen trivial erscheinen, aber sie haben eine tiefe Wirkung. Es ist, als ob wir ständig Energiewellen aussenden, und diese Wellen können je nach unseren Absichten und Emotionen eine hohe oder niedrige Frequenz haben. Die Wissenschaft hat bereits gezeigt, dass Emotionen wie Liebe, Freude und Dankbarkeit höhere Schwingungsfrequenzen haben. Wenn wir diese Emotionen kultivieren, erhöhen wir unsere eigene Frequenz und beeinflussen damit positiv das energetische Feld um uns herum. Es ist faszinierend zu erkennen, dass wir, indem wir bewusst positive Emotionen nähren, zur Schaffung einer harmonischeren und ausgeglicheneren Realität beitragen. Stellen Sie sich das Transformationspotenzial vor, das wir in unseren Händen halten. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir negative Emotionen unterdrücken oder leugnen sollten. Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Frustration sind Teil der menschlichen Erfahrung. Wichtig ist, wie wir mit diesen Emotionen umgehen. Anstatt sie uns dominieren zu lassen, können wir lernen, sie zu erkennen, zu akzeptieren und schließlich zu transformieren. Die Praxis der Meditation und Achtsamkeit kann in diesem Prozess äußerst hilfreich sein. Indem wir bewusst im gegenwärtigen Moment sind, können wir unsere Emotionen beobachten, ohne uns übermäßig mit ihnen zu identifizieren. Dies gibt uns die Möglichkeit, eine bewusste Antwort zu wählen, anstatt automatisch zu reagieren. Darüber hinaus ist bewusstes Atmen ein mächtiges Werkzeug, um unsere Energie und Emotionen zu regulieren. Tiefes und kontrolliertes Atmen kann uns helfen, den Geist zu beruhigen, Stress abzubauen und unser Energiefeld ins Gleichgewicht zu bringen. Immer wenn ich mich überfordert oder ängstlich fühle, mache ich eine Pause und praktiziere einige tiefe Atemzüge. Es ist eine kleine Geste, die einen großen Unterschied in meiner Schwingung macht. Eine weitere Praxis, die ich liebe, ist die kreative Visualisierung. Vor dem Schlafengehen oder beim Aufwachen nehme ich mir einige Minuten Zeit, um mir meine Ziele und Träume vorzustellen, als wären sie bereits Realität. Ich stelle mir vor, das Leben zu leben, das ich mir wünsche, und spüre die positiven Emotionen, die mit diesen Erfolgen verbunden sind. Diese Praxis erhöht nicht nur meine Schwingungsfrequenz, sondern hilft mir auch, meine Energie mit meinen Zielen in Einklang zu bringen, sodass ich die Situationen und Gelegenheiten anziehe, die mich zu ihrer Verwirklichung führen. Wir dürfen die Bedeutung menschlicher Verbindungen nicht vergessen. Zeit mit Menschen zu verbringen, die unsere Energie heben und uns gut und inspiriert fühlen lassen, ist essentiell. Jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, nach einem Treffen mit Freunden oder der Familie erfrischt und glücklich zu sein. Diese positiven Interaktionen haben die Kraft, unsere energetischen Batterien aufzuladen und unsere Schwingung zu erhöhen. Ebenso ist es wichtig, sich der Menschen und Umgebungen bewusst zu sein, die unsere Energie entziehen, und wenn möglich unsere Exposition gegenüber diesen negativen Einflüssen zu begrenzen. Selbstfürsorge ist ein weiterer grundlegender Aspekt, um eine hohe Schwingungsfrequenz aufrechtzuerhalten. Dazu gehört, sich durch regelmäßige körperliche Betätigung, eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Ruhe um den Körper zu kümmern. Wenn wir unseren Körper mit Liebe und Respekt behandeln, ehren wir unsere energetische Natur. Ich zum Beispiel liebe Yoga. Es ist eine Praxis, die mir hilft, Körper, Geist und Seele zu verbinden, meine Energien ins Gleichgewicht zu bringen und körperliches sowie mentales Wohlbefinden zu fördern. Neben der körperlichen Selbstfürsorge ist es auch wichtig, sich um unseren Geist zu kümmern. Den Geist mit positiven Gedanken, inspirierender Lektüre und kontinuierlichem Lernen zu nähren, hält unsere Schwingung hoch. Ich lese gerne Bücher über Spiritualität, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Diese Lektüren helfen mir, mein Bewusstsein zu erweitern und die Interkonnektivität aller Dinge besser zu verstehen. Und natürlich empfehle ich jedem, ein persönliches Tagebuch zu führen, in dem man seine Gedanken und Emotionen ausdrücken kann. Schreiben ist therapeutisch und bietet uns Klarheit und Selbstverständnis. Und was ist mit der Dankbarkeit? Ach, die Dankbarkeit ist eine transformative Praxis. Wenn wir uns angewöhnen, dankbar zu sein, verschieben wir unseren Fokus von dem, was uns fehlt, hin zu dem, was wir haben. Dies erhöht nicht nur unsere Schwingung, sondern zieht auch mehr Dinge an, für die wir dankbar sein können. Ich mache oft eine einfache Übung. Jede Nacht, bevor ich schlafen gehe, denke ich an 3 Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Es kann etwas Kleines sein, wie ein köstliches Frühstück, oder etwas Größeres, wie ein Erfolg bei der Arbeit. Dieser einfache Akt der Dankbarkeit hat die Kraft, unsere Perspektive zu verändern und unsere Energie zu erhöhen. Und natürlich ist die Verbindung mit der Natur eine unerschöpfliche Quelle positiver Energie. Wann immer ich kann, verbringe ich Zeit im Freien, sei es bei einem Spaziergang im Park, am Strand oder einfach in einem Garten sitzend. Die Natur hat eine unglaubliche Fähigkeit, uns zu beruhigen, zu revitalisieren und uns mit der universellen Energie zu verbinden. Es ist, als ob die Natur uns an unser wahres Wesen erinnert und uns hilft, unsere Schwingung mit der des Universums in Einklang zu bringen. Und wenn wir über die universelle Verbindung sprechen, dürfen wir nicht die Bedeutung des kollektiven Wohlbefindens vergessen. Wenn wir unsere Schwingung erhöhen, beeinflussen wir automatisch diejenigen um uns herum positiv. Dies erzeugt einen Dominoeffekt, bei dem die individuelle Schwingungserhöhung das Kollektiv beeinflusst. Kleine Akte der Freundlichkeit, des Mitgefühls und der Großzügigkeit können eine tiefgreifende Wirkung haben. Und das Schönste daran ist, dass wir durch die Hilfe für andere auch unsere eigene Schwingung erhöhen. Anderen zu helfen kann so einfach sein, wie ein Lächeln zu schenken, jemandem aufmerksam zuzuhören oder eine freundliche Geste zu machen. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, als ich beim Einkaufen war und eine ältere Dame sah, die versuchte, ein Produkt von einem hohen Regal zu erreichen. Ohne zu zögern ging ich zu ihr und holte das Produkt für sie herunter. Das dankbare Lächeln, das sie mir schenkte, erwärmte mein Herz und erhöhte sofort meine Schwingung. Es sind Momente wie diese, die uns an die Macht kleiner Handlungen erinnern und daran, wie wir alle miteinander verbunden sind. Wir dürfen auch nicht den Einfluss unserer Konsumentscheidungen vergessen. Der Kauf von Produkten von Unternehmen, die die Umwelt und die Menschenrechte respektieren, die Reduzierung von Abfall und das Recycling sind Wege, um im Einklang mit einer hohen Schwingung zu handeln. Jede bewusste Entscheidung, die wir treffen, erhöht nicht nur unsere eigene Energie, sondern trägt auch zu einer nachhaltigeren und harmonischeren Welt bei. Ich versuche zum Beispiel, den Gebrauch von Plastik zu reduzieren und so oft wie möglich umweltfreundliche Produkte zu wählen. Diese kleinen Veränderungen machen einen großen Unterschied, sowohl in meinem Energiefeld als auch in der Wirkung, die ich auf den Planeten habe. Und was ist mit der Kraft der Intuition? Wenn wir in hoher Schwingung sind, wird unsere Verbindung zu unserer Intuition stärker. Die Intuition ist wie ein innerer Führer, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen, die mit unserem Zweck und Wohlbefinden im Einklang stehen. Ich versuche immer auf meine Intuition zu achten, besonders bei wichtigen Entscheidungen. Ich vertraue darauf, dass meine Intuition mit der universellen Energie in Einklang steht und mich auf den richtigen Weg führt. Und jedes Mal, wenn ich meiner Intuition folge, fühle ich, dass ich authentischer und im Einklang mit dem Universum lebe. Apropos Zweck. Einen Lebenszweck zu finden und nach ihm zu leben, ist eine der mächtigsten Methoden, um unsere Schwingung zu erhöhen. Wenn wir mit unserem Zweck im Einklang sind, empfinden wir tiefe Freude und Erfüllung. Unser Zweck kann etwas Großes sein, wie eine geliebte Karriere, oder etwas Einfaches, wie ein guter Freund zu sein oder sich um unsere Familie zu kümmern. Wichtig ist, dass er mit unserem Wesen im Einklang steht und uns lebendig fühlen lässt. Ich habe zum Beispiel meinen Zweck darin gefunden, anderen zu helfen, sich wieder mit ihrer eigenen Energie zu verbinden und bewusster zu leben. Und das bringt mich dazu, über die Bedeutung von kontinuierlichem Wachstum und Entwicklung nachzudenken. Das Leben ist eine fortwährende Reise des Lernens und der Selbstentdeckung. Jede Herausforderung, der wir begegnen, ist eine Gelegenheit für Wachstum und eine Erhöhung unserer Schwingung. Indem wir die Lektionen des Lebens annehmen, werden wir zu besseren Versionen unserer selbst und tragen zur Schwingungserhöhung des Kollektivs bei.
Ich versuche, jedes Hindernis als Chance zum Lernen und Wachsen zu sehen. Und das hat einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Und wissen Sie, eine der schönsten Aspekte dieser Reise der Schwingungserhöhung ist, dass sie für jeden von uns einzigartig ist. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, nur unseren eigenen Weg. Jeder von uns hat die Möglichkeit herauszufinden, was unsere Schwingung erhöht und uns mit der universellen Energie verbindet. Für manche ist es die Meditation, für andere kann es Sport, Kunst, Musik oder die einfache Tat sein, anderen zu helfen. Wichtig ist, dass wir das finden, was mit unserem Wesen im Einklang steht und uns lebendig und vibrierend fühlen lässt. Es ist auch essentiell, daran zu erinnern, dass wir alle gemeinsam auf dieser Reise sind. Indem wir unsere eigene Schwingung erhöhen, tragen wir zur Schwingungserhöhung des gesamten Universums bei. Es ist ein tugendhafter Kreislauf aus Energie und Schwingung, der bei jedem von uns beginnt, aber das gesamte Universum durchdringt. Und das ist für mich einfach wunderbar. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie weiterhin Ihre Schwingungsfrequenz erhöhen möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Geben Sie uns einen Daumen hoch, um uns zu unterstützen, und hinterlassen Sie einen Kommentar, in dem Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse teilen. Und natürlich, teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, damit wir gemeinsam eine harmonischere und vibrierendere Welt schaffen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.